Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind wieder auf dem Baden unterwegs, ja, und wir werden einfach mal, ja, ein bisschen weiter gucken, was die Klasse so mit sich bringt. Ich spiele hier einfach nur just for fun drauf, ne? Ich habe es ja schon häufiger mal erwähnt und ich weiß tatsächlich nicht, auf welchem Stand ich hier jetzt irgendwie bin mit dem Baden, ob hier irgendwas in den Dungeons geht oder nicht. Ich glaube, ich bin ungefähr, ja, weiß nicht, also ich habe jetzt nicht viel gemacht seit dem letzten Stand. Ich hatte, glaube ich, gestern einmal meine Alu schnell durchgeklickt per Enter-Taste. Jetzt war ich eben wieder dabei und war sogar so lucky und habe hier den nächsten Dungeon Key auch schon gefunden gehabt. Das war der 50er Key. Die nächsten kriegen, also der nächste Key dauert ja erstmal ein bisschen was, also ab 60 kriegst du ja dann erstmal keinen Key. Da kommt ja dann als nächstes dann mit 66 erst die Hexe und dann mit Stufe 70 dann der nächste Dungeon-Schlüssel, ne? Das heißt, bis dahin muss man schon ein bisschen gelevelt haben, dass man sich da von Dungeon zu Dungeon irgendwie weiterkämpfen kann. Aber wir werden mal schauen, wir gucken mal einfach, was heute so passiert, was heute so geht, ne? Mal gucken, wir nehmen ein paar Early Level, kann man mitnehmen, ne? Aber sobald es dann nachher dann später ins Late geht, da ja, stoße ich die Klasse dann auch ab. Obwohl die wahrscheinlich dann auch vielleicht gar nicht mal so uninteressant ist zu spielen, aber ja, ne? Den Schmied haben wir ja auch noch nicht freigeschaltet, ne? Das ist auch noch leider nicht geschafft worden. Wir haben ja eine ganz gute Waffe, aber auch keinen, ja, Sockel drin, deswegen natürlich auch nicht so interessant für uns. Deswegen schauen wir mal weiter, bevor wir hier die Alu klicken, ob wir hier noch den nächsten ja, Dungeon-Gegner noch besiegen können. Ich weiß auch nicht, bevor wir hier das überhaupt mal machen, schauen wir mal einfach, was wir hier an Waffen überhaupt finden als nächstes, ne? Vielleicht und ja, auch mal in die Festung schauen hier, das kann man auch mal machen. So sieht's aus. Kaserne kann man mal bauen, ne, für ein paar Angriffe, die ich wahrscheinlich eh nie machen werde, ne? Weil das geht mir dann nachher schon wieder ein bisschen zu weit hier, ein bisschen zu sehr ins Detail. Intelligenz, ja, hier haben wir tatsächlich ein besseres Item, was man auf jeden Fall mal mitnehmen kann, ne? Und eventuell, ja, mit einer neuen Waffe könnten wir auch den neuen Gegner besiegen. Das wäre natürlich ganz nice. Der sah aber auch so aus, als ob man den schon fast so noch besiegen kann, ne? Gut, die Handschuhe können wir auch wegpacken hier, die brauchen wir auch nicht. Wir gucken mal erstmal nach einem Edelstein, ne? Das ist ja erstmal das Erste. Ob wir hier überhaupt einen finden, ist die zweite Sache. Ausdauer oder Intelligenz suchen wir natürlich. Hat bisher nicht so gut geklappt. Die Steine pushen mich jetzt auch nicht mega, weil ja, wir sind hier noch in der Spaßgilde drin, die wir zum Anfang gegründet haben. Deswegen da braucht man natürlich auch dahingehend nicht großartig was erwarten. Den großen Stein, den können wir uns vielleicht noch aufheben für eine Waffe. Aber gut, die 2 Stat-Punkte machen natürlich den Kohl jetzt auch nicht fett hier. So, ich muss mal noch ein paar Versuche tryen, mal schauen. Ja, siehst du, bevor wir nämlich großartig weiterblättern, können wir nämlich auch den nächsten Gegner besiegen. Mal gucken, wie sah denn das aus? Ja, wir haben schon ordentlich auf den Sack bekommen. Warte mal, was? Was war das denn? Auf einmal war der tot, ja? Hä? Ist das ein Anzeigefehler oder? Das kann doch nicht real sein, ne? Oder hat er einfach kein Leben verloren hier? Doch, da hat er Leben verloren. Jetzt ist er ausgewichen. Ausgewichen? Okay. Einfach den Mega-Crit rausgehauen hier. Gut, habe ich nicht mit gerechnet. Kann man auch mal mitnehmen an der Stelle. Ja. Ja, dann gucken wir gleich mal, was der nächste Gegner hier so für uns bereit hat. Ich gucke nochmal dann ganz kurz in die anderen 2 Dungeons, bevor wir hier nochmal auf die Waffen übergreifen. Was natürlich sich anbieten würde, ist, wenn wir Epic Event im Shop gehabt hätten, ne? Das wäre natürlich ganz nice gewesen. Dann hätten wir uns da erst episch ausrüsten können. Und das hätte uns natürlich einen deutlichen Boost gegeben. Ja, siehst du, hier ging auch noch einer, sehr schön. Mal schauen. Ja, der sieht auch gut aus. Den könnten wir auch eventuell besiegen können, bevor wir hier... Ja, sehr schön. Stufe 56 erreicht.
Okay, der sieht schon ein bisschen zäher aus wieder. Gut, den lassen wir erstmal. Den lassen wir erstmal sein. Dann gehen wir jetzt zum Grabräuber nochmal, schauen da. Vielleicht kriegen wir hier auch nochmal ein Level up mit. Ein paar Tries sahen ja gar nicht so verkehrt aus. Wir haben ja auch noch sehr viel Alu, die wir spielen können. Das, ja, weiß ich nicht, aber wir finden ja sowieso, ja, eigentlich brauchen wir die Alu gar nicht aufsparen, weil wir finden erstmal sowieso keinen großartigen Key als nächstes. Weil der nächste halt wirklich erst mit Stufe 70 kommt und deswegen, da kommen wir definitiv noch nicht hin. Es sei denn, wir scheppern jetzt übelst die Dungeons weg mit unserer High-End-Waffe, die wir jetzt vielleicht finden. Ausdauer, ja, kann man auch machen, aber ja, so eine Kombination aus beiden oder Intelligenz wäre mir dann tatsächlich lieber. Aber Hauptsache, die Spanne ist gut, ne? Und da ist ein Sockel drin. Das wäre auch ganz von Vorteil. 305 rechts raus, ja. Ist das schon das Maximale, was wir hier finden können? Intelligenz, Ausdauer haben wir hier jetzt, aber die Waffenspanne will ich absolut nicht haben. Nee, da nehme ich doch lieber denn nachher eine Ausdauer. Es sind ja nur Ausdauerwaffen hier. Eine Ausdauerwaffe mit einer hohen Spanne. Dann lieber so. Stärke nicht, nö, muss auch nicht sein. Aber ihr wisst ja, die Waffe macht ja am meisten aus. Eieieiei. Die Waffenspanne ist heftig. Aber die Stärke ist, weiß ich nicht. Da hätte ich jetzt beinahe schon gesagt, ich hätte die trotzdem mitgenommen, trotz der Stärke. Okay, hier haben wir nochmal einen Brecher. Ja. Wir verzichten zwar auf ein paar Attribute, aber deutlich höhere Spanne. Ja, mehr Schaden. Wir gehen mal rein in die Dungeons, mal schauen, was passiert. Ob die Tries jetzt großartig anders aussehen werden, werden wir mal sehen. Wir können ja auch mal gleich noch ein bisschen skillen. Sehr schön, da haben wir noch ein Level up. Wenn wir den besiegen, kriegen wir ein Epic, weil es der 10. Dungeon-Boss ist. Der garantiert ja immer ein Epic. Also, wenn wir den vielleicht besiegen könnten, vielleicht nochmal eine richtig, ja, weiß ja nicht, eine richtig geile Waffe. Obwohl, wir haben ja jetzt eine aktuelle. Brauchen wir eigentlich nichts weiter. Nö. Okay, der war knapp. Schauen wir nochmal in den Dungeon rein hier. Und dann nochmal in den anderen. Ja, einfach mal so ein bisschen durchtryen hier. So, ja, sehr schön. 58 auch noch erreicht hier. Gerade so, den müssen wir uns eigentlich nochmal anschauen, hier den Fight. Okay, doch. Ja, relativ gute Crits gehittet, würde ich mal sagen, an der Stelle. So. Und der ging hier relativ schwierig. Okay, gut. Das wird erstmal nichts, ja. Da haben wir jetzt erstmal wahrscheinlich unser Bestes rausgeholt für unsere Bedingungen, die wir haben hier. Ich werde auch jetzt die Gilde auf dem Server nicht verlassen. Ich werde hier einfach, ne, weil es halt eben Just for Fun ist, werde ich hier auch Just for Fun weiterspielen. Komm, ein bisschen Ausdauer können wir hier auch noch vertragen. Ne, dass wir hier jetzt wieder ein bisschen hochkommen. Haben jetzt ein paar Einbuße gemacht, weil wir ja jetzt unsere, ja, hier haben wir noch ein Spiegelstück. Ach komm, nehmen wir gleich mit. Vielleicht kriegen wir das sogar noch voll. Ne? Wer weiß, wie lange ich hier auf dem Account spielen werde. Ich kann es euch nicht sagen. Ne? Ich werde immer mal wieder reinschauen. Oh, stimmt, hier können wir ja auch noch. Ne? Ist ja noch gerade etwas. Also ich spiele das ja hier noch gerade am Sonntag. Hier ist ja noch gerade das Epic-Event in Gange. Also so ein Schmied, das wäre halt schon. So ein Schmied wäre halt schon Bombe, ne? Dann bräuchten wir halt keine Sockel mehr finden, aber den kriegst du ja erst ab Stufe 90. Bis dahin dauert das natürlich noch. Da haben wir die nächste Scherbe, die grabben wir uns ein hier. So, also eigentlich können wir das auch alles verkaufen, weil bis Stufe 90 haben wir sowieso bessere Items. Deswegen einfach weg damit. Ja. Und gönnen uns hier einfach mal die saftigen XP-Quests. Ansonsten hast du ja wirklich für jede 10 Level, ne, kriegst du ja einen neuen Key so, ne? Außer halt eben bei der 60, da kriegst du halt eben nichts. Da hast du halt eben erst ab Stufe 66 eben das nächste, was kommt mit der Hexe. Ich meine, gut, die könnten, gut, können wir gar nicht schauen, die könnten natürlich schon ein bisschen weit sein hier mit der Hexe vielleicht, dass wir da die erste Verzauberung mitnehmen. Je nachdem, was denn da halt auch freigeschaltet wird. Ne?
So, questen wir noch die letzten Biere weg hier. Und dann, ja, würde ich sagen, verskillen wir den Rest einfach mal. Beziehungsweise schauen, dass wir ein paar Skills behalten. Also ein paar Skills nehmen, ne? Und ein bisschen Geld behalten vielleicht noch. Vielleicht noch hier und da mal im Shop blättern. Eventuell kommt da ja doch noch das ein oder andere gute Item, man weiß es nicht. Sanduhren habe ich mir erstmal ein paar angehäuft. Ne? Oh. Hier haben wir zum Beispiel, ja, müssten wir eigentlich mitnehmen. Was Besseres finden wir jetzt erstmal so nicht. Wir haben es ja nicht mehr Epic Event, also ist schon lucky, dass wir das jetzt haben hier. Man kann ein bisschen blättern. Ne? Wir können vielleicht noch für die nächsten Sanduhren noch ein bisschen ausgeben, falls ich so lange überhaupt spielen werde hier. Ich weiß es nicht. Ja. Nehmen wir das mal rein. So. Auch wenn es ein Alle-Attribut-Item ist. Aber es hilft auf jeden Fall. Es ist besser, definitiv besser als das Item, was wir hier davor hatten. Ja. Wir können auf gut Glück versuchen, Epic zu ergaunern. Den müssen wir... Oha, doppelte. Okay, gut, jetzt haben wir definitiv genug Sanduhren erstmal für die nächste Zeit. Boah, ja, Spanne geht tatsächlich noch höher, ne? Das ist schon krass. Und wir können natürlich auch noch ein paar... Ja, rüstungstechnisch können wir richtig upgraden, so wenn ich mir das hier so anschaue. Und damit würden auch die nächsten Gegner tatsächlich fallen. Weil Rüstung ist auch schon wichtig. Ja, das können wir hier mitnehmen. Das ist ein gutes Upgrade. Da haben wir ein bisschen mehr Rüstung mit am Start. So, und holen uns den nächsten Edelstein. Mal schauen, Ausdauer. Ausdauer wäre jetzt tatsächlich ganz gut, weil wir haben jetzt übermäßig, ja, nice. Wir haben jetzt übermäßig viel Intelligenz auf jeden Fall. Ach fuck, der hat keinen Sockel, ne? Oh nein. Oh, ich habe nicht gesehen, dass der keinen Sockel hat. Ach, scheiße. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, ein Fail muss immer sein im Video, ne? Ein Fail muss immer sein. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist der sogar besser mit der mehr Rüstung plus den Upgrade als der alte Gürtel mit Stein. Ich glaube, der Gürtel ist trotzdem besser, auch wenn der keinen Sockel drin hat. Einfach nur durch die bessere Rüstung und durch die besseren Intelligenz ist ja auch nochmal deutlich mehr dazu gekommen. Ich glaube, der ist trotzdem besser als der alte mit Stein. Ja, mal schauen. Wir gucken nochmal in die Dungeons rein. Der sah ja gar nicht mal so unmachbar aus hier, der Gegner, ne? Dass man den eventuell besiegen könnte. Mal schauen, ansonsten, ja, weiß ich nicht, müssen wir mal warten, bis das nächste Epic-Event ist. Dann fällt das natürlich hier, alles deutlich leichter und man kann ein bisschen einfacher aufsteigen, ein bisschen einfacher hochleveln, als es jetzt der Fall ist. Ja, komm, wir questen noch ein bisschen rein. Wie gesagt, ich habe es ja auch noch nicht mal richtig geschafft, mein Sammelalbum zu pushen. Da fehlt mir dann auch einfach, bin ich ganz ehrlich, da fehlt mir dann auch die Muße für. Ne? Ich mache das ich mache das hier für ein bisschen Content, für so ein bisschen Just for Fun mäßig so, ne? Alter, da haben wir gut, auf die 3 Intelligenz können wir verzichten, haben wir aber noch den Sockel mit bei hier. Und nochmal ein bisschen mehr Rüstung. Ja, also, ja, solange ich hier Spaß an der Sache habe und ein bisschen Content auch für euch da rausziehen kann, ist das natürlich ganz nice. Ein paar Leute haben tatsächlich auch gesagt, oh Gott, dass sie den Baden auch ein bisschen in Action sehen wollen. Deswegen, ja, kann ich auf jeden Fall zeigen, ne? Und, ja, ich meine, wer guckt sich das nicht gerne an? So ein bisschen Dungeon-Geballere, ne? Kann nur dazu sagen, macht es auf jeden Fall nicht zu Hause nach, falls ihr euch das so nicht leisten könnt. Ne? Die Pilze hier auf dem Server sind natürlich auch bereitgestellt. Deswegen, ja, mache ich das Ganze auch. Ansonsten, wenn es jetzt aus der eigenen Tasche wäre, würde ich es nicht machen. Da wäre mir dann, muss ich auch so ehrlich sagen, und ich glaube, so ehrlich kann man auch dann sein an der Stelle, da wäre mir dann auch das Geld zu schade. Das würde ich dann tatsächlich lieber auf mein Main investieren, weil ich dort halt eben, ja, einen höheren Fokus, sag ich mal, drauf gesetzt habe, als eben auf noch einen neuen Char, wo ich sowieso weiß, den höre ich nach ein paar Tagen auf. Ne? Aber falls ihr halt eben nicht so jemand seid wie ich, sondern halt durchziehen wollt vielleicht, dann, gut, dann kann man es machen. Aber ansonsten, ja, wenn ihr nicht genau wisst, ob ihr den langfristig durchziehen wollt, dann überlegt euch das gut. So, wir haben nochmal hier jetzt einen neuen Helm am Start, nicht? Wir gehen nochmal ein bisschen rein in die Quest und den Rest, den verskillen wir und schauen mal, ob wir noch ein bisschen weiterkommen in den Dungeons. Was haben wir hier?
Intelligenz aus. Da, ja. Ja, ist sogar ein bisschen besser als das Item, was wir haben. Kaserne ist fertig. Sehr schön. Wir gehen weiter erstmal noch auf das Arbeiterquartier. Ja, und dann haben wir hier das... Achso, hier haben wir auch noch ein Epic. Stimmt. Oh. Auch wieder umgesockelt. Das ist natürlich bitter, ne? So, dann gehen wir noch hier schnell durch das Glücksrad. Und dann haben wir hier doch mal ein paar Skills am Start. Wir gehen mal 1700. So, dann gehen wir noch ein bisschen auf Intelligenz. Zack, 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 zack. Und jetzt haben wir erstmal soweit alles verskillt. Ein bisschen Glück. Kann auch nicht schaden. Ja. Ja, auch heftige Waffe, aber kann jetzt erstmal alles weg. Genauso wie das. So, dann können wir das hier auch noch mit dazu skillen. Und dann gucken wir mal, ne? Also ich habe die ganze Zeit auch hier die Laute ausgewählt. Für Dungeons definitiv die beste Entscheidung, die ihr treffen könnt, da ihr ja so viel Damage dealen wollt wie möglich. Deswegen wollt ihr ja auch eine Waffe haben mit einer möglichst hohen Spanne, sag ich mal. Ne? Und deswegen da auch definitiv die beste Entscheidung. Und da haben wir ihn tatsächlich auch noch besiegt. Hier den Endboss, haben auch eine Epic bekommen, aber auch leider wieder ein Crap-Item. Ohne Sockel. Oh doch, das war mit Sockel. Oh, warte mal, das ist gar nicht so crap. Das ist sogar sehr gut. Das ist gar nicht so crap gut. Ich nehme alles zurück. Jetzt allerdings habe ich kein Gold mehr. Ja, das heißt, ich kann jetzt mir keine Edelsteine mehr skippen. Den können wir noch skippen. Gut, schade. Marmelade. Aber jetzt haben wir kein Gold mehr. Ja, 150 brauchen wir für einen Stein, den wir uns kaufen müssen. Und jetzt haben wir auch keine Alu mehr zum Spielen. Und jetzt auch nichts anderes mehr großartig, was wir noch hier machen können. Ich würde sogar sagen, das Ding ist auch schon wieder besser als das Ding mit Stein hier. Alleine durch die Stats schon, würde ich mal so behaupten. Ja, dass das Ding einfach so ohne Stein besser ist als das Item, was ich anhatte. Ja, stimmt. Wir können ja die gute alte Methode machen. Ihr seht es ja, wir haben jetzt genug Gold gefarmt für den nächsten Stein hier. Ne? Dass man ein paar Leute vielleicht abfarmt, die ein bisschen Gold bringen. Ne? Das hatten wir ja auch im Stream ein bisschen gemacht. So, ein Glückstein. Ja, 64. Naja. Haben wir hier... Achso, nee, wir sind noch lange nicht fertig hier. Ich habe jetzt auf das Gold zu viel geachtet. 150, komm. Gönn. Ach, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist ja ein bisschen unlucky. Aber mit den Steinen können wir den nächsten Stein skippen. Ach Mensch. Das muss doch nicht sein. Ja, gehen wir nochmal rein in die Arena hier. 9, 10. So, haben wir hier oben noch... Wir gehen mal auf die... Ja, ich weiß gar nicht, wo ich mich bewege jetzt hier von meinem Skill-Level her. Kriege ich die? Ne, kriege ich im Leben nicht, ne? Kriege ich die 6000er? Kriege ich die? Ja. Okay, der hat mir ein bisschen Gold gegeben. Intelligenz. Okay, mehr wollten wir nicht. Obwohl, der hat mir viel Intelligenz... der hat mir viel Gold gegeben, ne? Mal schauen. Ja, gut. Das war es dann auch an der Stelle tatsächlich. Ja, perfekt. Setzen wir mal noch den Stein rein hier. Gut, jetzt können wir auch kämpfen. Jetzt macht natürlich nochmal ein bisschen mehr Sinn. Aber geht nicht. Gut, müsste ich neu starten. Wir gehen nochmal kurz in die Dungeons rein. Der ging soweit nicht. Wir schauen mal nochmal in den hier, wie es hier beim grünen Rex aussieht. Und dann sind wir Stufe 61 jetzt. 62, sorry. Und haben noch neue Schuhe. Intelligenzschuhe. Ja, gut, klar. Hauptattributschuhe, ne? 3er Attribut. Ganz geil eigentlich, tatsächlich. Jetzt können wir ihn sogar wieder angreifen. Okay, das war wohl ein Glücksfall gewesen. Dann gehen wir mal in den Bereich rein. Ja, 23 Gold. Ist hier jemand, der ein bisschen mehr Gold vielleicht auch am Start hat? 62. Das ist ja das Maximale, was ich jetzt kriegen kann auf meinem Level, ne? Ist klar. Aber der luchst mir auch schon fast das ganze Gold wieder ab. Aber da haben wir einen weiteren Stein. So muss das sein. Damit rein. Let's go. Und haben erstmal die Leute genug genervt hier. Das kann auch weg. Und das auch. So. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Gold am Start. Ja. Vielleicht kriegen wir den nächsten Gegner hier auch noch, kriegen Epic und könnten dann wieder ein paar Steine skippen. Aber der sieht auch schon wieder
ziemlich schwierig aus, muss ich sagen. Ja, also wäre Epic Event, wäre Stufe 70 auf jeden Fall drin gewesen, damit auch der nächste Dungeon. Damit könnte man vielleicht auf Stufe 80 gehen, den nächsten freischalten. 75 hat man ja die Pets zwischendurch, kriegt man auch noch ein paar XP und dann kann man sich natürlich immer weiter hoch angeln hier, rangeln, hangeln, kämpfen. Aber so ohne Epic Event ist natürlich schwierig. Hätten wir Full Epic gehabt, wäre das denkbar leichter gewesen an der Stelle. Ja, ich blätter jetzt nicht hierbei, wenn jetzt kein Gold-Dings. Digga, ich habe so viele Sprachfehler in letzter Zeit, ne? So, wenn jetzt kein Epic-Event ist. So nämlich. Ja, dann lasse ich das sein an der Stelle. Gut. Haben wir hier soweit alles. Ausbauten. Habe ich zu wenig Gold für. Dann lassen wir das erstmal soweit sein. Und ja, das war es dann erstmal für die Episode wieder von dem Baden-Account und Stadtwache rein hier. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr noch ein bisschen mehr sehen wollt von den Baden, lasst es mich gerne wissen. Jetzt kommen wir langsam in die Phase so rein, wo wir sagen können, yo, ey, jetzt kommt so eins nach dem anderen, Stufe 66 Hexe, dann 70, nächster Dungeon, 80, nächster Dungeon, 90 Blacksmith haben wir da am Start, ne? Dann 95, glaube ich, nächster Dungeon, ich weiß es nicht. Und dann geht's dann ist das nachher so eine richtige Aufwärtsspirale, wo man dann, keine Ahnung, Stufe, ja, 200 Level in kurzer Zeit machen kann. Ne? Alles klar, Leute, haut rein. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Doppelt gesagt, ja, kann man auch mal machen. Ciao.